jetzt mal wieder 38. Super, und jetzt habe ich super 37,3. Also kein Fieber. Aber es ist halt so, dass die ganze Zeit zwischen 37, bei 37,5 fängt das an zu piepen. Und ja, meine Temperatur, die schwankt so zwischen 37 und 38. Ja, 37,8. Und bei 37,5 fängt er, glaube ich, an zu piepen. Ich hatte gerade schon mal gemessen, da hat er nicht gepiept, waren 37,4. Ja, und so ist es halt. Also er sagt, bis 37,4 ist alles in Ordnung, da piept es nicht, aber sobald es halt 1 Grad rüber geht, ist es halt als Fieber deklariert. Und ja, ich schwanke über den Tag, immer wenn ich was gemacht habe, zum Beispiel, ja, nichts Großes, irgendwie ein bisschen aufgeräumt oder Essen gekocht oder kurz in den Keller gegangen und so. Und dann habe ich dann so Phasen, wo mir auf einmal kalt wird und ich müde werde. Und ja, und dann lege ich mich auch mal kurz hin und versuche halt, ja, ich glaube, ich habe heute eine halbe Stunde oder so geschlafen, während der Kleine vor Paw Patrol saß und sich 2 Folgen Paw Patrol angeguckt hat. Ich habe den Kleinen heute hier gelassen, den 4-Jährigen, nicht in die Kita gebracht. Und der Große war aber in der Schule, weil die Schulpflicht hier immer noch in NRW greift und die Schule halt, die haben zwar alle Klassenausfahrten, also Klassenfahrten und auch Ausflüge und so gecancelt und auch der Kindergarten hat seine Waldausflüge gecancelt, worüber ich ganz froh bin, weil die hätten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssten zu einem Wald nach Kettwig und äh, man weiß halt da, dass sich da auch ein Pärchen angesteckt hat und positiv getestet worden ist. Und irgendwie war ich froh, dass dieser Ausflug dann gecancelt wurde. Ja. Ähm, Ich finde es erschreckend, dass, also Halle hat heute den Lockdown gemacht. Also was heißt Lockdown? Lockdown in Germany heißt jetzt, ist jetzt was anderes als Lockdown in Italien oder in China. In China auf jeden Fall. Also, ne? Aber zumindest hat man dann doch, dass wenn die Kinder hin und her, das ist so der einzige Grund mit, warum ich halt hin und her fahren muss und Kontakt habe mit anderen Leuten, sind die Kinder. Wenn die Kinder nicht, also wenn das nicht wäre, dann hätte ich fast gar keinen Kontakt. Dann würde ich mal schnell in den Supermarkt huschen und versuchen, die Luft anzuhalten und in der Minute, wo ich dann da durchrenne, halt alles zu kriegen, was ich brauche. Und ja, und, aber selbst das habe ich nicht mehr gemacht. Also selbst das habe ich seit 2 Wochen versucht, weitestgehend einfach zu vermeiden, in den Supermarkt zu gehen. Ähm, Heute ist der 12. Und am 8. hatte mein Mann Geburtstag und dann, das war das letzte Mal, wo ich im Supermarkt war, um ja, Zutaten für einen Kuchen zu besorgen, der auch relativ lecker geschmeckt hat. Aber ich habe Kuchen besorgt, also die Zutaten für Kuchen besorgt und Blumen. Und naja, bei den Blumen dachte ich mir auch schon so, boah, ey, hoffentlich sitzt da jetzt nichts drauf oder naja. Ist halt, also im Moment ist es halt so, wir haben Zahlen von
getesteten 1900 Infizierten. Und heute sind es, glaube ich, das letzte Mal, wo ich geschaut habe, 8 Tote. Ja. Und heute war relativ schönes Wetter. Das heißt, es waren viele Leute auf der Straße. Und ich habe heute mit meinem Vater telefoniert, der lebt in Korea. Und mit meiner Mutter, die lebt hier in Schonnebeck. Und ich habe mit meinem Vater telefoniert und er meinte dann erstmal so, ja, die Stimmung dort wäre, es wäre dort halt so, dass die ja ziemlich jetzt so immer noch zu Hause sind und so langsam ja sich gegenseitig alle immer so Mut zusprechen, dass es bald überstanden ist und ja, dass die halt noch ein bisschen ausharren müssen und so ist die Stimmung. Und ja, und dann haben wir uns auch kurz über diese Sekte da unterhalten und den Sektenführer, ob der jetzt nicht mal langsam, also ob der wohl bestraft wird oder nicht. Und mein Vater ging davon aus, dass auf jeden Fall noch was kommt. Aber ja, da hatten wir uns halt nochmal kurz drüber unterhalten. Aber das ist halt auch so ein Ding. Was jetzt noch nicht klar ist, was mit dem Sektenanführer passiert. Aber es ist ein anderes Thema. Also, und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert und fragte so, ja, die war jetzt mit der Freundin gerade in Düsseldorf einkaufen, sagte sie. Und da bin ich echt fast hinten rübergefallen, weil meine Mutter ist COPD-Patientin und ist halt genau in dem Schema, also in dem gefährdeten, ja, das also ist auf jeden Fall die gefährdetste Altersgruppe. So. Und so wie es jetzt aussieht, ich habe ihr gesagt, sie soll bitte nicht mehr rausgehen, sondern das, was sie braucht, soll sie dann aufschreiben und dann werde ich halt irgendwie gucken oder dass jemand anders einfach guckt, dass die Sachen besorgt werden. So zum Beispiel wie Rezepte oder solche Sachen halt, die man halt auch, die man jetzt nicht persönlich machen muss. So, dass sie da halt nicht ja, dahin muss und sich da irgendwie in irgendwelche Praxen oder sowas hinsetzen muss. Und auch Einkäufe und sowas, dass sie jetzt mal so langsam davon ausgehen kann, dass sie doch bitte zu Hause bleibt und nicht nach Düsseldorf zum Shoppen fährt. Naja, auf jeden Fall, ja, so viel das. Also ich habe für sie eine Maske besorgt, schon vor ein paar, ungefähr 10 Tage ist das her. Und habe da auch tatsächlich noch eine FFP3-Maske gekriegt für 28 €. Geht gar nicht. Aber im Moment, also es sind jetzt wohl wieder Masken erhältlich und auch Desinfizierzeug, weil Industriealkohol freigegeben wurde, um damit halt Desinfektionszeug anzurühren. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch so, dass also meiner Meinung nach viel zu wenig Maßnahmen hier durchgesetzt werden, weil der Augenmerk halt immer noch auf, also ganz klar auf wirtschaftliche Interessen gerichtet ist. Und das finde ich dann schon echt bedenklich, weil man hat ja so jetzt wirklich so 2 Beispiele vor Augen. Ne? Einmal China und einmal Italien. Und ich kann verstehen, dass man, wenn man daran nicht gewohnt ist, jetzt mit China oder mit Asien Kontakt zu haben, dass man dann immer so, ja, China interessiert doch keine Sau, wenn da ein Sack Reis umfällt, ist es halt heutzutage nicht mehr, finde ich. Also wenn ich hier Kind und Kegel packe und die Tür unten zumache und nach meinen Vater in Korea besuche, dann brauche ich dafür 23,5 Stunden. Dann, also wenn ich hier die Tür zumache unten und losgehe, 23,5 Stunden später schließt mein Vater halt die Tür. Also da gibt es so ein
da gibt es so keine Schlösser, sondern sieht so aus wie so ein altes Telefon und dann nimmt man so Nummern, so digitale Schlösser. Aber das ist dann halt die Zeit. Hm? Und ja, Globalisierung hat echt eine Menge Vorteile. Sowas wie, dass man ja ganz viele Sachen, die total die Umwelt ruinieren, nicht mehr im eigenen Land machen muss. So wie Antibiotika herstellen lassen oder. Ne? Und die Sachen, die vielleicht äh, beim Anbau ganz viel belassenes Zeug oder sowas, also belasteten Boden hinterlassen, dass man die vielleicht alle importiert und irgendwo anders heranwachsen lässt und da düngt und hier einführt. Ne? Aber es hat halt auch so Sachen wie, dass sich Krankheiten schneller übertragen. Und ja, und sind halt Konsequenzen. Und ich finde das halt nicht gut, dass man dann jetzt sagt, ja, das sind alles nur die bösen Chinesen, die da ihre bescheuerte Fledermaussuppe essen. Also ich finde das total falsch. Also, das ist doch einfach zu einfach gedacht, oder? Also, naja. Das, was man jetzt lernen kann, ist, dass es solche, wie so eine Pandemie wirklich ablaufen kann und ja, dass das schnell geht und dass man vielleicht beim nächsten Mal einfach die Sachen schneller umsetzt als jetzt. Aber es ist halt auch so, dass es die erste wirklich heftige ja, ja, Krankheit ist, die hier ausbricht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das sonst noch nie erlebt. Klar war Ebola da, aber Ebola und SARS-1, die waren echt weit weg damals noch. Und damals gab es halt auch noch nicht so viel Touristik und aus China damals kam niemand raus, aus Asien kam fast keiner raus und jetzt, also der Touristenaustausch, der da jetzt stattfindet mit Afrika, der hält sich ja jetzt auch relativ in Grenzen. Also der hielt sich damals relativ in Grenzen. Aber was wohl war, ist, dass damals halt auch alle Afrikaner total diskriminiert wurden und man aus irgendwelchen Bussen gestiegen ist und das da hier so die zweite Apartheid war. Das war, weiß ich noch. Und das fand ich halt echt schlimm. Naja, ich glaube, ja, das war wohl echt schlimm. Und ja, ähm, heute war eine Ministerkonferenz, wo alle Politiker wohl zusammengekommen sind und beraten haben darüber, und sich alle einig waren, dass was gemacht werden muss, aber sich jetzt nicht, also die sind jetzt nicht auf einen Konsens gekommen und haben gesagt, komm, lass uns das und das alles machen, sondern die haben alle für sich entschieden. Bayern zum Beispiel macht auch die Schulen zu und Halle als Stadt, glaube ich, macht alles zu, also die Kindergärten und die Schulen. Und in Nordrhein-Westfalen bleibt noch alles so, wie es erstmal ist. Und ich hoffe, also rein nüchtern betrachtet, hat man jetzt, wenn man von den Zahlen ausgeht, sind wir in 2 Wochen, also 2, 3 Wochen so weit, dass sich dann 40.000 bis 70.000 Leute angesteckt haben und wir ungefähr 2.000 Leichensäcke brauchen. Und dann am besten auch diese Leichensäcke mal 2 oder mal 3, weil in China da es damals so war, dass die Menschen, die gestorben sind, wenn das Krankenpersonal halt gekommen ist und diese Leute bewegt hat, dass da halt die, die Erreger halt noch in der Lunge waren und dass man deswegen halt jeden Gestorbenen, also jede Leiche da in 2 Säcke eingepackt hat. Ja, das halt ohne großartig in Hysterie zu verfallen, sondern einfach nur, weil es die Situation ist, die da vorgeherrscht hat und warum sollte die anders sein? Also ich glaube nicht, dass das Lungengewebe hier anders aussieht als in China. Dass so eine chinesische Lunge viel anders aussieht als eine Lunge, die hier wohnt. Naja,
trotzdem, also jetzt mal abgesehen davon, dass es hier jetzt losgeht, guckt, dass ich habe meine Ringe zum Beispiel abgenommen, damit sich unter den Ringen nichts festsetzen kann. Meine Mutter meinte noch, vielleicht mit Salzwasser gurgeln ist eine gute Idee. Ja, bleibt gesund und ja, halte die Ohren steif. Bis denn, ciao.